Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. Ich werde heute wieder mal einen Test machen mit dem Sontes 350e. Und zwar habe ich mir nach der letzten Inspektion neue Vario-Rollen einbauen lassen. Und zwar die Tech-Pullis. Das sind ja diese Gleitstücke, die ein bisschen anders geformt sind als standardrunde Vario-Rollen. Die habe ich bei meiner Vespa GTS auch drin. Bei der BMW hatte ich sie auch drin. Bin damit immer super zufrieden. Die haben so ein paar Vorteile. Punkt A: anderes Material, die sind länger haltbar als normale Vario-Rollen. Das zweite ist, man kann, je nachdem welches Gewicht man nimmt, eine bessere Beschleunigung bekommen oder eine etwas höhere Höchstgeschwindigkeit. Und der letzte Vorteil ist, dass dieses Rasseln, was man manchmal in der Variomatik hat, das kennt ihr vielleicht, wenn die Rollen so ein bisschen hin und her schlackern in einer bestimmten Drehzahl, meistens bei langsamerer Fahrt oder im Stand, dass das meistens verschwindet. Also viele Vorteile, auch gerade die Haltbarkeit. Ich schreibe euch unten in die Videobeschreibung mal die genaue Bezeichnung rein, weil da gibt es ja immer verschiedene Größen und Gewichte, je nachdem, was für ein Fahrzeug man hat. Beim Sontes gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten, welche Gewichte man nehmen kann. Die Standardrollen bei mir hatten ein Gewicht, das habe ich extra nochmal nachgewogen, um da auch richtig zu liegen, von 18,5 Gramm. Und ich werde jetzt mal bei einer Testfahrt rausfinden, ob diese Tech-Pullis jetzt eine Veränderung bringen. Der Sontes 350e lief ja schon super smooth und alles sehr weich. Aber wir schauen mal, ob da vielleicht die Rollen noch eine Verbesserung bringen, was die Laufruhe angeht, die Beschleunigung vielleicht und vielleicht auch die Höchstgeschwindigkeit. Ich werde jetzt erstmal die geringere Geschwindigkeit testen. Da hat man bei manchen Rollern ja auch schon so ein leichtes Rasseln. Aber da muss ich sagen, nichts zu hören. Butterweich. Jetzt schauen wir mal, ob man in der Beschleunigung was merkt. Also der ist sowieso gut in der Beschleunigung, also ob da jetzt eine Hundertstel oder eine Zehntelsekunde schneller ist, kann man natürlich so jetzt nicht spüren, aber sehr gleichmäßig in der Gasannahme. Also definitiv eine Verschlechterung sowieso nicht, eher eine Verbesserung, was so die Laufruhe angeht, auch in niedrigen Geschwindigkeiten. Das ist schon mal super. Ich muss jetzt mal noch kurz tanken, weil zu einer Autobahn, die freigegeben ist und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung ist, muss ich ein Stückchen fahren. Also in allen Bereichen, auch jetzt so bei 80, 90. Seitig weicher Lauf. Beschleunigt auch noch gut durch. Also ihr seht, kommen auch schnell auf 100. Also ganz angenehmer Lauf mit den Tech-Pullis. War aber zu erwarten. Ich habe die bei meiner Vespa ja auch drin und da hatte ich ja ähnliche Ergebnisse, also wirklich einen sehr ruhigen Lauf, keinerlei Rasseln mehr. Ja, also bisher in den Geschwindigkeiten alles tipptopp. Ich gehe noch mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter. Hinter mir ist keiner. Jetzt sind wir so auf 70 und nochmal hochziehen. Ja, ihr könnt sehen, also von 70 auf 100 zieht er wunderbar durch. Von der Leistung muss ich ja sowieso sagen, ist der absolut top. Die 37 PS. Die merkt man, die machen auch Spaß, die bewegen den auf allen Strecken wunderbar. Also ich wüsste jetzt nicht, wo der an seine Grenzen kommt. Auch zu zweit, man kann alles mitmachen. Mit Gepäck habe ich ja auf meiner Fahrt an die Côte d'Azur alles testen können, ausgiebig. Also für mich ist die Leistung ausreichend. Gerade für einen Roller hat er sogar mehr Leistung als viele 400er. Und das bei einem Verbrauch, der bei mir auf der Fahrt so zwischen 3,3 und 3,6 Liter lag. Ich bin natürlich jetzt nicht auf der Autobahn die ganze Zeit nur Vollgas gefahren, sondern immer so adäquate 120 vielleicht, 130. Und ja, im Mix lag er dann so bei 3,5, 3,6 zwischen Landstraße und Autobahn. Also das, was ja auch angegeben ist, und damit kriegt man dann halt natürlich mit dem 16-Liter-Tank eine Bombenreichweite. Manchmal liest man so in Foren, dass die irgendwelche Probleme hatten mit Kippen der Gleitstücke, weil die ja so ein bisschen eckig sind. Die sind ja nicht rund, sondern haben so abgeflachte Stellen. Habe ich bisher noch nie gehabt. Ich habe es bei 3 Fahrzeugen drin gehabt. Bei der Vespa habe ich es noch drin, bei der BMW hatte ich es drin und jetzt bei dem hier. Und da ist noch nie irgendwas gewesen von wegen, dass da die Rollen kippen oder so. Die haben ja auch diese kleinen Flügelchen dran, die dabei helfen, das Ganze noch in der Position zu halten. Also hatte ich nie die Probleme. Alles tutti. Ich habe heute jetzt für die Testfahrt auch mal alles abgebaut, also Topcase runter. Brauche ich dafür nicht. So, 9 Liter soll reichen.
Waren also noch 7 drin. Das ist wirklich schön, wenn man so einen riesen Tank hat. Also gerade wenn man viel Touren fährt oder so. Super angenehm. Also ist der Maxi-Roller mit dem größten Tank. Ich bin jetzt erstmal auf einer 120er Strecke. Ich gehe nochmal runter auf 100, damit ihr mal seht, wie schnell der auf 90, so 95, 100, 110, 120. So, also das geht auch im oberen Bereich super gut mit dem Durchzug. Da ist der wirklich stark. Bei manchen Scootern ist es so, dass sie dann so ab 110 wird es dann ein bisschen schleppend, bis sie auf die 120, 130 kommen. Bei dem hier null Problemo. So 100% repräsentativ wird es natürlich heute auch nicht sein, weil ich habe das große Windschild noch dran. Ich habe zwar kein Topcase und kein Gepäck und nichts dran, aber ich habe das GV Windschild dran, was ja höher ist. Das ist also, kann man sagen, in der unteren Position etwa so hoch wie das Originale, wenn es nach oben gefahren ist. Und in der hohen Position natürlich deutlich höher. Ich werde es nachher auch dann runter machen. Also mit dem kleinen Windschild wäre man wahrscheinlich noch ein bisschen fixer unterwegs, aber gut, darum geht es ja nicht, das sind alles Kleinigkeiten. Wir wollen es jetzt nicht auf die Hundertstel und Tausendstel messen, es geht ja nur darum, wie die Tech-Pullis laufen bei verschiedenen Geschwindigkeiten und auch jetzt bei 120. Ganz angenehm, auch die Umsetzung vom Gas, butterweich, kein Zuckeln, kein Ruckeln. Also ich bin ein echter Fan von den Dingern, das ist wirklich eine günstige Möglichkeit, um nochmal die Qualität, die Laufruhe zu verbessern oder halt, wenn ihr es möchtet, auch die Beschleunigung, wenn man leichtere nimmt. So, ab hier ist jetzt dreispurig und unbegrenzt. Jetzt muss ich mal ein bisschen Platz lassen hier vor mir, damit ich hier mal beschleunigen kann. Also 130 hatte ich schon gesagt, gar kein Problem. 140 auch kein Problem, 150 kein Problem, 156, 160, ist noch nicht mal richtig im roten Bereich drin, 161, 163, 164, 165, 166, 67. Jetzt ist vor mir natürlich gerade einer, der ein bisschen blockiert. So, geht weg, wunderbar. Na komm. Also ihr könnt sehen, selbst mit der hohen Scheibe 166, 167, jetzt muss ich wieder abbremsen. Ich hoffe, auf der anderen Seite wird es ein bisschen leerer. Ich fahre ja gleich dieselbe Strecke nochmal zurück. Aber so 150 jetzt kann ich ganz easy mitschwimmen. Und auch 160 macht er. Und läuft dabei auch wirklich ruhig. Also der Motor hat jetzt nicht mehr Vibrationen als vorher. Überhaupt nicht unangenehm. Stück hier Gas geben. So, und jetzt ist wieder beschränkt. So, hier ist wieder unbegrenzt und mal ein bisschen freie Strecke, nicht so viel Verkehr.
Ein bisschen Frontwind, würde ich mal sagen, vom Gefühl her. Merke ich auch, jetzt kommt er so auf 160, da war er eben schneller, jetzt bläst der Wind mir von vorne entgegen. Und das merkt man natürlich dann bei 37 PS schon. Jetzt ist er wieder bei 164. Ja, eine Sache, die noch ganz wichtig ist, wenn ihr diese Tech-Pullis reinmacht oder die normalen Pullis, die haben eine etwas andere Form. Die sind ja abgeflacht, die haben eine andere Steighöhe. Dadurch erhöht sich dann manchmal auch die Höchstgeschwindigkeit ein bisschen. Und wenn ihr die einbaut, also ich mache das wie gesagt jetzt mal für einen Test, dass ich mal Höchstgeschwindigkeit fahre. Ich würde jetzt nicht dauerhaft mit den Pullis, ohne das getestet zu haben, in den Maximalbereich gehen, denn es besteht natürlich immer die Gefahr, wenn der Riemen höher steigt als mit den Standardrollen, dass der dann oben über die Druckscheibe rüber geht und der Riemen beschädigt wird. Also das solltet ihr auf jeden Fall testen. Da gibt es einen sogenannten Edding-Test. Also einfach auf die Druckscheibe mit einem Edding einen Strich machen, dann einmal Höchstgeschwindigkeit fahren und dann seht ihr, wie hoch der Riemen steigt. Ist oben noch ein bisschen Edding übrig, dann ist alles super. Ist alles weg, dann sollte man vielleicht leichtere Rollen nehmen, die dann nicht so hoch steigen, weil dann könnt ihr euch nämlich den Riemen beschädigen, der kann reißen, runterspringen, höchst gefährlich. Also wenn ihr gleiches Gewicht oder schwerer nehmt, also schwerer ja nicht, aber gleiches Gewicht von den Rollen, macht bitte immer diesen Edding-Test. Ich habe das bei mir auch schon angezeichnet, kann dann das Ganze beim Ausbau überprüfen, wie hoch der Riemen gestiegen ist. Weil das ist wirklich wichtig, sonst wird es gefährlich. Ja, also was war jetzt laut Tacho die Höchstgeschwindigkeit auf der ersten Strecke? Die Anzeige steht jetzt nicht sehr ruhig im Höchstgeschwindigkeit. Der wackelt dann immer so ein bisschen hin und her zwischen der Anzeige im Topspeed-Bereich. Über 170 war ich glaube einmal 171. Also ja, alles gut, würde ich mal sagen. Ein 350er mit 170. Also ich glaube vorher bei meiner Reise bin ich so 160, 165 im Topspeed gefahren, als ich mal ausgefahren bin mit Gepäck. Und ja, jetzt hat er ein paar Stundenkilometer mehr, also vielleicht 5 nochmal oben drauf. Ist jetzt nicht riesig der Unterschied, aber wie gesagt, deshalb habe ich es auch nicht gemacht, sondern wegen der Laufqualität der Gleitstücke, wegen der Laufruhe. Beschleunigung ist vielleicht ein Ticki besser noch, der Durchzug ein bisschen homogener. Also insgesamt der Lauf der Variomatic gefällt mir persönlich ein bisschen besser jetzt noch. Die Umsetzung vom Gas ist noch ein bisschen smoother. Ja, und die Höchstgeschwindigkeit fahre ich eh nicht aus. Wie gesagt, ich will da auch nicht das Risiko eingehen, dass der Riemen mir da in dem oberen Bereich da irgendwie zu hoch steigt. Mir reicht es aus, wenn ich dann mal so 150, 155 fahren kann für einen Überholvorgang oder wenn ich mal ein kleines Stück mal ein bisschen Speed geben will. Reicht völlig aus. Also laut Tacho, wie gesagt, ich hätte es noch ein bisschen ausreizen können. Es war leider jetzt nicht auf längere Sicht frei. Manchmal braucht man ja so ein bisschen Schwung und ein bisschen längere Fahrt im Topspeed-Bereich. Und auch mal vor einem keinen, wo man immer anbremsen muss oder so. Und von daher, ja, war jetzt nicht optimale Bedingungen, aber die 170 habe ich geknackt. Das ist echt schon mal mit einem 350er eine Hausnummer. Habe ich bisher noch mit keinem geschafft. Ja, das war's mit der Testfahrt. Also mein klares Fazit, die Rollen lohnen sich auf jeden Fall. Bessere Haltbarkeit, noch bessere Laufruhe, etwas weicheres Beschleunigen noch und in meinem Fall hier auch noch eine bessere Höchstgeschwindigkeit. Ich hoffe, das kurze Testvideo vom Zontes 350e hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Es ist kostenlos, einfach auf Abo klicken, hilft dem Kanal weiter. Und wenn ihr fahrt, dann fahrt natürlich vorsichtig, genießt das traumhafte Wetter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.